Angeblich soll das Wachstum von Pflanzen hier angeregt werden, wenn man sie mit schöner Musik beschallt. Ja? Also haben wir unseren Zuckermelonen mal ein bisschen Musik gegönnt, die letzten Tage. Und wir gucken, was das so bringt, ob es tatsächlich dazu führt, dass wir große Wassermelonen bei uns im Gewächshaus haben werden. Nee, Wassermelonen ganz definitiv nicht, eher Zuckermelonen. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie ist eure Erfahrung? Musik und Pflanzen. Wenn ihr hier zu uns in den Gemüsegarten schaut, alles Bio, alles selbst gemacht, ja, dann kann man sich kaum noch vorstellen, dass wir diesen Garten erst im Februar 2021, also vor gut 1,5 Jahren, übernommen haben. Komplettes Brachland. Komplettes Brachland. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch doch mal unsere ersten Videos an. Da sieht man nämlich, wie wir das hier so hergerichtet haben. Wenn ihr aber wissen wollt, was bei uns jetzt Anfang August so geht, dann bleibt einfach dran. Ja, und wie immer am Wochenende wird gearbeitet bei uns im Schrebergarten hier in Berlin-Pankow, und Martin ist sehr fleißig. Der baut hier ein neues Gerüst für unseren Wein. Das heißt, so ganz neu ist es nicht, aber er will es verstärken, da dieses Band hier wahrscheinlich nicht ewig halten wird. Und nun wird da oben noch was gegengeschraubt und ich vermute, dass dieser Stab hier das Ganze auch noch ja, stabilisieren wird. So wie es zum Schluss aussieht, werden wir uns ansehen. Was ich derzeit noch mache, ist ein bisschen Ordnung schaffen bei uns im Schuppen hinten. Da gibt es nämlich eine Sache, die uns irgendwie wirklich super doll ärgert, das gesamte letzte Jahr schon. Wir haben eine vermeintlich kluge Sache eingekauft, dachten wir jedenfalls damals. Also so solche Gerätehalter, die halt funktionieren, indem man die Sachen da so reinklemmt. Kann ich ja mal an einem Beispiel zeigen. Also du nimmst das hier hoch und dann klemmst du das so ein, und das ist in der Theorie auch irgendwie alles ganz schön und gut und hält auch halbwegs. Aber wenn man da mal vorbeigeht und irgendwie gegenkommt, dann rutscht das irgendwie ganz schnell wieder raus. Und da haben wir uns jetzt ein anderes System besorgt, was das ersetzen soll, damit der Eingang hier nicht immer komplett vollgestellt ist mit unseren Gartengeräten. So, und wir arbeiten jetzt weiter nach der Mittagspause. Selbstverständlich, ihr wisst ja, im Kleingarten gibt es da wichtige Vorschriften bezüglich des Lärmschutzes. Und da es jetzt 15 Uhr, 3 Uhr durch ist am Samstag, können wir auch Rasen mähen und Hecke schneiden. Und das werde ich jetzt nämlich mal tun mit unserer neuen Heckenschere. Cooles Teil mit Akku. Und ich habe euch ja auch gerade schon erzählt, dass wir ein bisschen Ordnung schaffen wollten, was wir getan haben. Richtig super. Diese Aufbewahrung hier für unsere Gartengeräte ist der absolute Hit und ist auch wirklich richtig stabil. Da fällt nichts so einfach runter. Man kann hier alles Mögliche richtig gut verstauen. Und wir haben einen Link in der Videobeschreibung, wo ihr das kaufen könnt, also diese Halterung kaufen könnt. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, welche Gartengeräte wir hier auch noch haben, dann fragt einfach mal nach. Habt ihr Empfehlungen, welche Gartengeräte oder vielleicht solche Aufsätze direkt sogar würdet ihr immer empfehlen, sind für euch die allerwichtigsten? Schreibt auch die gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, also es ist natürlich Werbung, weil wir, wenn ihr über diesen Link einkauft, das Produkt, da kriegen wir eine Provision. Aber ungelogen, es ist top. Also ich sage das jetzt nicht nur so, sondern das ist richtig stabil, war super leicht zu montieren und man kann hier wirklich sogar diese Schlauchadapter und diese ganzen Kleinigkeiten hier anhängen. Super platzsparend. Also hier gehen wirklich Kisten verloren, wo wir den Kram vorher drin gelagert haben. Richtig tolle Sache. Unsere Empfehlung. So, und was aber jetzt hier hinten drin ist, ist dann die Heckenschere. Und die Heckenschere, wie ich ja schon sagte, ist akkubetrieben. Die hat den gleichen Akkuanschluss wie auch unser Rasenmäher, den Martin gleich benutzen wird. Also wir können sogar den Akku variieren. Der Akku für die Heckenschere ist aber ein bisschen kleiner und leichter dimensioniert als der für den Rasenmäher. Mal gucken, wie lang dieser kleine Akku für unsere Hecke ausreicht. Ja, und wir machen die Hecke hinten
ist ja unser Hinterteil hier quasi, auch wenn wir hier ein Tor haben, weil da vorne diese gelbe Hecke, die blüht noch fleißig und da haben wir gesagt, die werden wir erst beschneiden, wenn die abgeblüht ist, weil da so viele Hummeln und Bienen immer dran sind. Aber ihr seht, hier haben wir auch schon genug zu tun, um die Höhe halt einzuhalten, die hier vorgeschrieben ist. Und das ist uns ja auch nochmal besonders wichtig zu sagen, warum ist denn eine maximale Heckenhöhe einzuhalten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon Vorschriften genug haben in Deutschland, aber das hat auch einen guten Grund. Ja? Also nicht, weil KleingärtnerInnen mega spießig sind, sondern damit man hier ohne Probleme auch in den Garten reingucken kann. Denn unsere Anlage hier ist eine öffentliche Grünanlage und soll entsprechend auch von BesucherInnen genutzt werden. Die sollen also einfach was davon haben, wenn sie an den Gärten vorbeigehen, dass sie da auch entsprechend reingucken können. Und wie man sieht, bei uns ist halt gerade ein bisschen hoch. Man muss dabei natürlich immer beachten, gerade speziell auch in der Vogelschutzsaison, dass die Hecken nicht komplett weggerissen werden dürfen oder auf Stock gesetzt werden dürfen, gerodet werden dürfen, aufgrund des Vogelschutzes im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Klar gibt es da Ausnahmen, bei Baumaßnahmen beispielsweise, ja, aber hier können wir einen Formschnitt vornehmen, der ist nämlich immer erlaubt. Stellt sich natürlich die Frage, was seid ihr so für Heckentypen? Lieber ordentlich und gerade oder lieber mit liebevollen Rundungen und mit Herz entsprechend? Aber was man jetzt sehr schön sehen kann, im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir jetzt nicht mehr mit einem Kabel zu kämpfen, sondern Martin hat jetzt eine Heckenschere, die hier mit Akku funktioniert und das macht das Ganze wirklich viel, viel einfacher. An so einem Hochsommerwochenende ist ja wirklich super, super viel zu tun. Auch einige Sachen, die wir schon längst erledigt haben wollten oder uns vorgenommen haben wollen, sind diesmal losgegangen, würde ich mal sagen, weil fertig geworden sind wir nicht. Martin hat beispielsweise das jetzt endlich angefangen, was wir schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Wochen planen. Und zwar sind ja unsere Gartenzäune, die wir hier haben, die die wir gebastelt hatten aus den Weiden, aus den Haselnussruten, nicht Weiden, sondern Haselnussruten, die werden ja immer brüchiger und sind zum Teil auch schon kaputt gegangen, auch weil wir da irgendwie mal gegengedonnert sind mit Schubkarre oder Co. Und die werden jetzt ersetzt durch unser afrikanisches Hartholz. Und da hat Martin jetzt schon angefangen heute, sieht richtig schön aus, finde ich, auch weil wir hier jetzt keine Plastikschnüre mehr benutzen, sondern so ein Hanf-Jute-Seil. Das muss noch abgeschnitten werden. Sieht aber, finde ich, schon mal ganz gut aus. Und wir haben jetzt auch gedacht, wir werden das ein bisschen pfiffiger gestalten, dadurch, dass Lotti nicht mehr da ist und wir das jetzt dann nicht mehr als Abgrenzung zum Betreten der Beete nehmen wollen, grundsätzlich, sondern einfach ein bisschen, um eine optische Abgrenzung zu machen, haben wir gedacht, wir werden jetzt mal so pfiffig sein und diese Wege freilassen, sodass man da auch super easy mit der Schubkarre noch langkommt. Ja, zusätzlich haben wir was richtig Schönes gemacht. Wir haben noch einen Schlauchaufroller hier abgestellt, sodass wir nicht nur den Schlauchaufroller da an der Seite haben, sondern auch nochmal hier ein. Das ist dann super easy, um dorthin zum Hochbeet zu kommen oder die Bewässerung, die Tröpfchenbewässerung im Gewächshaus zu speisen. Die haben wir ja auch und sowieso überall hin im Garten vernünftig bewässern zu können. Ja, Bewässerung ist ja sowieso so ein Thema, jetzt gerade im Hochsommer im Garten, im Kleingarten. Und da habe ich jetzt auch noch mal eine Veränderung vorgenommen. Nicht nur in diesem großen Hochbeet, sondern auch in den ebenerdigen Beeten. Denn ich hatte euch ja gezeigt, dass wir diese Tröpfchenschläuche verlegt haben, die also langsam die Beete betropfen. Und Problem mit diesen Tröpfchenschläuchen war, dass man die an dem Regler hier immer so einstellen musste, dass es nur tropft und nicht so fontänenartig rausspritzt. Es sind immer nur ganz, ganz feine Fontänen gewesen, aber diese Fontänen sind dann entsprechend auch so ein bisschen ja, einfach dorthin gegangen, wo sie nicht hingehen sollten.
Und deshalb habe ich mir noch was überlegt. Ich hatte sie nämlich zum Beispiel auch in diesem ebenerdigen Beet sowie auch im Hochbeet teilweise überirdisch verlegt. Ja? Und das habe ich jetzt so gemacht, dass ich es unter das Mulch gepackt habe, unter das Mulchmaterial, diese Holzhäcksel hier. Zumindest fast überall. Und jetzt kann es auch komplett aufgedreht sein. Und jetzt läuft die, die maximale Menge an Wasser durch. Und selbst wenn es spritzt, spritzt es gegen das Mulchmaterial direkt gegen und ist dementsprechend dann direkt auch wieder am Boden und wird nicht in der Luft verwirbelt. Und das gleiche gilt auch fürs Hochbeet, wo wir mal hingehen jetzt. Im Hochbeet habe ich nämlich ein bisschen was freigemacht. Hier ist eine ganze Menge Mangold ausgewandert, rausgegangen und wir haben Sachen neu ausgepflanzt und das zeige ich euch gerne mal von der anderen Seite. Mal wieder wird hier lecker gegrillt. Martin ist Grillmeister und da haben wir leckere Würstchen und auch Gemüse. So, was ihr jetzt hier seht, ist, dass ihr nichts seht. Also das heißt, man sieht kaum noch die Tropfschläuche. Hier noch so ein bisschen was und da hinten auch noch so ein bisschen. Aber ich habe sie jetzt möglichst unter den Boden auch gemacht, einfach damit es hier nicht so durch die Gegend spritzt. Und was wir neu, wie gesagt, ausgesät haben, nicht ausgesät, ist falsch, sondern ausgepflanzt haben, habe ich im Pflanzenfachmarkt gekauft, letztens schon mal eine Runde und jetzt nochmal, ist zum einen Grünkohl, aber auch Pak Choi. Den habe ich letztens schon gekauft, deshalb sieht der schon so gut aus. Dann habe ich hier diesen, ich glaube das ist Palmkohl, den hatten wir im Pflanzsack und der war so zerfressen, dass ich gesagt habe, der wird im Pflanzsack wahrscheinlich nichts mehr werden. Also geht er jetzt hier ins Hochbeet. Hier im Hochbeet haben wir deutlich weniger Probleme mit den Schnecken. Und dementsprechend hat er hier bessere Karten. Was ich auch noch geholt habe, ist eine Paprika hier als Pflanze. Die war runtergesetzt, 50%. Dachte ich so, da haben wir im Hochbeet Platz, da kann das noch rein. Und was ich auch noch geholt habe, noch eine zusätzliche Aubergine, weil Aubergine ist ja richtig toll, lieben wir ja. Da haben wir auch erst wieder eine geerntet und hier waren sogar schon ein paar Pflänzchen dran, damit es ein bisschen mehr Auberginen auch noch gibt. Genau, und was hier auch noch weiterhin gut wird, ist ja der Rosenkohl, wo man schon die ersten Röschen am Stamm sieht. Hier an der Aubergine hatten wir eine geerntet heute und da kommt auch schon die nächste. Da sind auch noch ein paar Blüten hier oben dran, die hoffentlich auch noch schön Auberginen uns bescheren werden. Und wenn wir von einem Hochbeet zum nächsten gehen, dann sehen wir hier das kleine Hochbeet, wo ich nochmal rote Beete ausgesät habe, die tatsächlich eher mal wieder aussehen, als wäre es Mangold. Ich meine, rote Beete, gerade speziell, wenn es wirklich rote Beete sein sollen, in Gelb. Ja, es sieht wie eher nach Mangold aus. Mal gucken, was wir damit machen. Denn den Mangold haben wir zuletzt ja auch gar nicht mehr nachernten können. So viel war das. Was hier aber kommt, genau wie gewünscht, sind die Radis. Das sind so weiße, die ich da hier gesät habe. Und der Fenchel. Also, da hatte ich ja vor 14 Tagen oder 3 Wochen ausgesät. Kommt alles, bin ich echt froh. Und hier drüben kommt es aber weniger gut. Hier wässere ich gerade die rote Beete, die vorhanden sind. Da ist leider noch nichts, die haben noch nicht so richtig große Knollen. Hatte ich noch ein paar ausgesät. Eigentlich irgendwie hier so das ganze Areal hat aber nicht so richtig funktioniert. Und deshalb habe ich gedacht, gehen hier auch noch Radieschen rein. Und was natürlich hier auch gut aussieht, ist Chili. Die Sonnenblume wird auch schon ordentlich abgeerntet von den Vögelchen. Die sitzen immer sehr, sehr gerne auch hier auf diesem, deshalb kacken die auch den ganzen Kürbis immer voll. Der Kürbis, der auch wirklich nicht mehr gut aussieht, der hat Mehltau und vielleicht auch diese Blattfleckenkrankheit. Marvin sagte mir, irgendwie ein Symptom wäre, dass sie dann langsam vertrocknen. Ich habe auch das Gefühl, obwohl er regelmäßig gewässert wird, dass er langsam vertrocknet. Aber wir beobachten das und werden auch weiterhin natürlich wässern, weil an der einen Stelle kommt jetzt nicht mehr, aber hier an diesem Trieb ist dann doch nochmal ein kleiner Fruchtansatz. Wer weiß, was da noch kommt. Dann haben wir einen Tipp von euch befolgt. Und zwar habt ihr gesagt, was hilft gegen das Schießen, Blühen und auch das Dunkelverfärben bei dem Blumenkohl, wie ihr hier seht, ist das Zumachen mit zum Beispiel einer Klammer. Gitti meinte, sie nimmt immer eine Wäscheklammer. Ich habe jetzt hier so eine Pflanzklammern extra genommen.
Genau, damit das nicht so aussieht wie dieser hier jetzt. Den lassen wir einfach mal gucken, wie der denn aussieht, wenn er blüht und ob sich da auch die Pflanzen, die Insekten dran erfreuen. Ja, die Kohle werden weiterhin gut hier auch im ebenerdigen Beet. Und auch hier habe ich die Tröpfchenbewässerung jetzt unter die Holzhäcksel verlegt. Du hakst jetzt was da unter, Martin? Bananenschale. Den Tipp hast du von Gitti, ne? Ja. Die müssen wir noch ein bisschen klein hacken eigentlich, weil Rosen lieben Bananenschalen als Dünger, wurde mir gesagt. Ja, jetzt mal die ganz konkrete Frage an alle, die sich auskennen. Letzte Mal habe ich es irgendwie überflogen und nach eurer Meinung gefragt und irgendwie kamen ein paar Antworten, aber nicht so ganz konkret. Ich gehe jetzt mal ganz dicht dran. Sind diese Kartoffeln einfach, ist es jetzt einfach verblüht, verwelkt, einfach weil die jetzt in Anführungsstrichen reif sind, oder ist das, jetzt habe ich fest Maul und Klauen solche gesagt, aber ich meine, oder weil es Braut und Kraut, also diese Fäule ist, die halt die Kartoffeln kaputt macht. Schreibt es doch gerne mal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass so wie die hier aussehen, dass wir da auf nichts mehr warten können, sondern mal gucken, was in den Pflanzsäcken drin ist an Kartoffeln. Was meint ihr? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Was ich euch letztes Mal auch gezeigt habe, ist die Peppino, diese Melonengurke, die aussieht wie so eine kleine Aubergine. Fasst sich anders an, aber so ein bisschen sieht sie aus wie eine Aubergine. Da sind auch noch ein paar Blüten dran, wo ich ja noch hoffe, dass noch mehr... Ah, da ist noch ein Fruchtansatz. Super gut. Freue ich mich. Irgendjemand schrieb bei Facebook letztens, Facebook verlinke ich euch gerne, folgt uns auch da, weil da haben wir immer mal Stories, da posten wir auch noch mal andere Videos als auf dem YouTube-Kanal. Hat jemand geschrieben, der Benedikt war das, glaube ich, dass er seine Peppino ordentlich ausgegeizt hat und dass das ordentlich ja, zum Wachstum der Pflanze verholfen hat. Andererseits hat dann auch jemand geschrieben, ich glaube es war die Jana, dass die Pflanze genauso viel Blattmasse entwickelt, wie sie benötigt. Leuchtet natürlich auch ein. Andererseits, man geizt ja auch Tomaten aus. Also eure Meinung dazu, also in Bezug auf Peppino, gerne auch in die Kommentare. Ihr merkt schon, in diesem Video will ich wirklich richtig viel von euch wissen. Was ich ja finde, richtig toll aussieht, ist meine Artischocke hier. Die hat ein paar Fraßspuren und wenn ich so richtig dicht dran gucke, sehe ich auch, dass da ordentliche Population an Blattläusen dran ist, inklusive der dazugehörigen Ameisen. Aber die Pflanze sieht top aus, dementsprechend finde ich das nicht weiter schlimm. Und ich denke, es werden auch immer mal wieder entsprechende Fressfeinde vorbeischauen, wie Marienkäferlarven, die sich da an den Blattläusen bedienen. Im letzten Video habe ich gefragt, was ihr denkt, was das für eine Pflanze ist. Da war sie, ja, würde man sagen, ein Drittel kleiner als jetzt. Ja, das war richtig ach, wer hatte jetzt gar nicht, ich komme nicht drauf. Es ist eine Physalis Kappstachelbeere, die es hier im Topf gibt. Ja, hier liegen noch die alten Zaunteile rum, die wir ja hier drin hatten. Da werden wir sicherlich die Stöcke auch weiterhin benutzen, einfach um da Pflanzen dran anzubinden oder so. Dann hatte ich ja erzählt gerade schon, dass wir hier Tomatillos rausgenommen haben aus diesem Bereich. Auch die da stehen, sehen jetzt nicht so top aus, aber wir haben gedacht, wir lassen die einfach nochmal drin, um zu gucken, was passiert. Aber in diesem Bereich habe ich jetzt quasi noch Platz. Was meint ihr denn, was ich jetzt im August noch für Pflanzen hier eingeben kann, was auch gut passt zu den was hier steht noch Kohl, hier steht Brokkoli, hier steht Basilikum, da ist Chili und halt die Tomatillo. Habt ihr Ideen oder habt ihr vielleicht sogar noch Jungpflanzen abzugeben? Dann schreibt doch mal Bescheid. Wir haben hier, wie gesagt, noch ein paar Lücken zu füllen. Ja, die restlichen Kürbisse im Kürbisgerüst werden auch immer gelber, ehrlich gesagt, verlieren auch immer wieder mal ihre Blüten. Ob das auch nur Mehltau, Blattfleckenkrankheit ist, wir wissen es nicht. Die Kürbisse, die da sind, also diese beiden Hokkaido, sehen gar nicht schlecht aus, obwohl diese Blätter halt hier, tja, also vermutlich werden wir diese Dinger hier bald ernten, haben aber auch schon eine ganz schöne Größe. Da hinten ist ja dieser Delicious Green zu sehen, der auch richtig, der schon auch nicht klein ist, also den kann man auch schon ernten, denke ich. Weil das sieht einfach gar nicht so gut aus von den Pflanzen hier. Müssen wir mal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt. Hier ist doch sind noch 3 Zucchini drin. Müssen wir mal gucken, ob sich das hier noch lohnt, weil das ist eines der letzten Beete, die eine Tröpfchenbewässerung kriegen sollten. Dafür habe ich auch schon die Tröpfchenschläuche da.
Aber ja, was bringt es, wenn die Pflanzen nicht mehr da sind? Oder was kann man hier nach den Kürbissen und auch nach den Zucchinis nachpflanzen? Vielleicht für den Winter. Wenn ihr da gute Ideen habt, das war ja unser Knoblauchbeet, unser ebenerdiges bis zum Frühjahr. Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt die auch gerne mal in die Kommentare. So, und wenn wir mal hier aufstehen, sieht man an dem Kürbisgerüst wunderbar die Blüten der Feuerbohne. Und hier sind auch Feuerbohnen kleine dran. Und was uns aufgefallen ist, hier bei uns im Kleingarten, dass diese roten Feuerbohnenblüten sehr, sehr gerne von den Holzbienen aufgesucht werden. Diese riesig großen schwarz-blauen Bienen, ganz klasse Geschichte. Ich habe auch, glaube ich, ein paar Bilder davon, die zeige ich euch mal. Also da haben wir wirklich richtig, richtig viele. Und Bienen, vor allem Wildbienen, locken wir natürlich auch an mit unserem Koriander, der hier richtig schön am Blühen ist. Da sind so winzig kleine, süße Wildbienen und dahinter ist auch noch Basilikum, Thai-Basilikum und dahinter das, was wir vorhin was ich euch im Kübel gezeigt habe, genau, Physalis. Da sind jetzt noch gar keine Früchte dran. Das heißt, doch, da kommt doch was. Da, wo ist es? Da seht ihr zum Beispiel eine, ja. Oder da kommt auch eine. Wir sind mal gespannt. Was Süßes ist ja auch nie verkehrt. Ja, richtig stolz sind wir natürlich auch auf unsere Sonnenblumen. Nicht nur die hier, sondern auch diese. Richtig groß, richtig toll. Und auch da oben echt klasse. Also das sind schon richtig geile Teile. Ja, was liegt hier bereit? Hier wird eine Arbeitsplatte für Martin gerade gebaut. Also nicht nur für Martin, sondern für uns alle natürlich. Aber Martin hat sich das gewünscht. Das wird hier so ein Tisch und da kommt dann auch so ein Schraubstock ran und dann kann da auch ein bisschen mehr dran gewerkelt werden hier im Garten. Und Energiesparen, ja, in heutigen Zeiten geht wie, Martin? Es gibt jetzt teichgekühlte Apfelschorle. Oh, ist das genial. Ist ja eiskalt. Das hätte der Kühlschrank nicht besser hinbekommen. Ja, unser Brokkoli ist ein bisschen enttäuschend. Also das ist das, was unser Brokkoli ausmacht. So richtig große Röschen, wie man es aus dem Supermarkt kennt, sind in diesem Jahr zumindest nicht sichtbar. Es wird halt täglich, du kannst täglich zugucken, wie eine neue dazu kommt. Erst dachte ich schon, die ist ja schon süß. Ja, dann habe ich die da unten. Dann habe ich die gesehen. Ja. Dann habe ich die gesehen. Und dann habe ich noch die hier gesehen. Oh, die ist ja wirklich. Und da ist wirklich gleich noch eine. Warte, hier war doch gerade noch eine. Wo ist sie denn jetzt? abgefallen. Ja, eben war sie noch da. Da hinten. Ja, also das ist schon... Die hier ist schon ein ganz schöner Oschi, ne? Die wird auch schon langsam richtig schwer. Vor allem das jetzt innerhalb wirklich von kürzester Zeit, ne? Innerhalb von einer Woche. Täglich zugucken. Ja. Müssen wir eigentlich die Zeitrafferaufnahme machen. Und was man hier auf der Rasenfläche noch richtig gut erkennen kann, ist, dass Martin den Rasen zwar so ein bisschen an den Seiten getrimmt hat und an einigen Stellen gemäht, aber im Großen und Ganzen vor allem auch die Blüten des Klees hat stehen lassen. Denn daran erfreuen sich ja auch im Hochsommer vor allem sehr, sehr viele Bestäuber. Und dementsprechend, ja, bleibt es stehen. Ja, und eine Sache gibt es noch, mit der ich richtig angeben wollte, und das sind unsere Tomaten. Also, da sind so Ochsenherztomaten, glaube ich, müssten das sein hier. Dann sind auch noch solche dabei, die so mehr so orange sind, also richtig schön. Ich weiß immer gar nicht, was das alles für Sorten sind. Wir hatten unterschiedlichste, wie zum Beispiel, ich meine, das sind Ochsenherztomaten. Wenn ihr wisst, was das für Sorten sein könnten, dann... Rote Oma und gelbe Oma, ruft Martin aus dem Hintergrund gerade. Und tatsächlich erinnere ich das jetzt. Und das waren auch Samen, glaube ich, die wir zugeschickt bekommen haben. Wenn ich mich recht erinnere. Vielen Dank und liebe Grüße an Heinrich. Ja, dann haben wir hier den Kompost wieder neu angelegt. Also jetzt ist hier wieder Bereich, wo einfach frisches Material rauf kann. Und wir haben jetzt immer, wenn wir so ein bisschen Zeugs hatten, Heckenschnitt oder ähnliches, was wir jetzt, oder auch als ich den Kompost gesiebt habe, so grobes Material, das haben wir hier immer hingehauen, einfach so als Unterschlupfmöglichkeit für Insekten. Ach ja, hier gibt es immer mal ein paar Brombeeren, die rüberwachsen von drüben, da freuen wir uns auch drüber. Dann braucht man nicht immer zu unserem Nachbar Andi rübergehen und die Brombeeren dort klauen. Ja, dazu muss ich auch noch mal was sagen. Das Video, wo ich mich als Dieb entlarvt habe, dazu muss ich, glaube ich, ganz deutlich noch mal sagen, dass
das natürlich abgesprochen war mit unserem Gartennachbarn. Also ich habe ihm geschrieben, du sag mal, pass mal auf, wie ist das bei dir, Andi? Kann ich da mal rüber? Bei euch ist so viel, was man derzeit ernten kann, wie zum Beispiel auch die Brombeeren. Und der hat gesagt, na klar, Robert, das kannst du jederzeit machen. Du bist herzlich willkommen. Keine Angst, natürlich haben wir dort nicht wirklich gestohlen. Es gab wirklich ein paar Leute, die also dann uns geschrieben haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Du, ich habe dich jetzt deabonniert. Das ist ja, Martin spritzt mich gerade voll mit einem wie heißt das? Regenbogen. Schöne Abkühlung. Genau, und hinter dir auch weht gerade die Regenbogenfahne. Es ist alles sehr passend gerade irgendwie. Genau, ja, wir sind auch gerade noch beim Wässern heute Abend. So, und jetzt geht es nochmal hier auf einen Lieblingsplatz. Ist doch einer der Lieblingsplätze, oder? Auf dem Teich, auf dem Gartenteich. Die Kaulquappen beobachten, wie sie immer größer werden. Und wir wünschen dann einen wunderbaren Start in die Woche. Musst du jetzt wieder ins Mikrofon schmatzen? Es gibt Leute, die das nicht toll finden. Ja? Wir wünschen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische, hoffentlich auch bei schönem Wetter. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.